This film is recommended for experienced motorcyclists with limited off-road experience. Due to the length of the film, this video is not suitable for swipe-oriented viewers. Non-German speaking viewers can switch to subtitles in other languages or use the English voiceover. Everyone else, enjoy watching. Herzlich willkommen zur dritten Episode meiner Enduro-Wanderung im Friaul. In den ersten beiden Episoden konntet ihr mich auf meiner ersten Wanderung durch die Alpen mit meiner kleinen Enduro von Kärnten über die Stradiger Alm bis hin zum Passo Polentin, über die Lanzeralm und weiter ins Val d'Ogna bis zur Sella di Sompdogna und dann schließlich weiter hoch zum Lago di Mon auf den Monte Paularo und über den Monte Zoncolan zu meinem Tourenfahrerhotel Bella Vista in Ravascletto begleiten. Für Interessierte, die den Beginn meiner 3-Tagesreise verpasst haben, habe ich die erste Episode oben rechts nochmals verlinkt. Übrigens könnt ihr alle Touren und Empfehlungen für Übernachtungen sowie detaillierte Karten zu jeder Etappe als digitales Ready-to-Ride-Tourenpaket Enduro-Wandern im Friaul in meinem Shop herunterladen. Das spart euch enorm Planungsaufwand und ihr könnt sofort die detailliert geplanten und erprobten Strecken nachfahren. Nähere Infos hierzu in der Videobeschreibung oder im verlinkten Video. Und jetzt geht's los auf die letzte Tagesetappe. Nach dem Frühstück wartet am Vormittag direkt das nächste Highlight meiner Tour auf mich und das bei allerbestem Wetter. Es geht zunächst auf einen Rundkurs zu einer Strecke, die für mich zu den absoluten Favoriten zählt, die Panoramica delle Vette. Für mich ist sie die schönste Panorama-Schotterstrecke überhaupt. Eine Mischung aus großartiger Aussicht, alpinem Flair und genau dem Gefühl von Freiheit, das eine Motorradtour unvergesslich macht. Danach führt mich die Route dann in ein eher wenig bekanntes Seitental, das Val di Bos. Ein stilles, fast verstecktes Tal, das genau deshalb so besonders ist. Dort fahre ich hinauf zum Rifugio Tollazzi, wo Martina mich bereits erwartet. Und wenn alles passt, geht es anschließend noch weiter hinauf zur Malga Moraretto. So gegen 7:30 Uhr ist mein Motorrad schon gepackt und wie man sieht, bin ich hier nicht der einzige Motorradfahrer, aber immerhin einer der frühesten. Die Panoramica delle Vette ist bei Motorradfahrern sehr beliebt, deshalb lohnt es sich, früh loszufahren und möglichst vor dem großen Betrieb oben zu sein. Bevor ich jetzt kurz vor 8 Uhr morgens in den Tag starte, noch ein paar Worte zu der Strecke, die heute vor mir liegt. Die Panoramica delle Vette. Allein der Name klingt schon nach Abenteuer. Hoch oben in den Karnischen Alpen, überragt vom mächtigen Monte Grostis mit seinen 2250 Metern, zieht sich rund 300 Höhenmeter darunter eine dieser Straßen entlang, bei denen man schon beim Blick auf die Karte weiß, das wird besonders. Die Panoramica delle Vette ist eine Kammstraße, die sich durch eine wilde, offene Berglandschaft schlängelt, größtenteils gut befahrbar, teilweise geschottert, meist flach und mit Ausblicken, die einem unterwegs immer wieder den Atem nehmen. Und jetzt gleich mal ein kleiner Spoiler vorweg. Auch wenn manche Reiseführer die Auffahrt als mittelschwer einstufen, gehört diese Strecke für mich eher zu den leichteren Schotterpassagen.
Die Kammstraße selbst ist gut zu fahren, mit etwas Ruhe, sauberer Linie und Gefühl am Gas auch mit vielen Motorrädern machbar. Respekt sollte man trotzdem mitbringen, nicht unbedingt vor dem Schotter, sondern eher vor dem, was einem hier oben sonst noch begegnet. Schafe, Ziegen und vor allem Hütehunde. Also langsam machen, Abstand halten, keine Hektik reinbringen und ganz entspannt an den Tieren vorbeigleiten. Hier oben gehört die Straße nicht nur uns Motorradfahrern. Für Schotterfans ist die Panoramica delle Vette natürlich ein kleines Highlight. Zwar ist mittlerweile ein großer Teil der gut 30 Kilometer langen Strecke asphaltiert, aber die rund 5 Kilometer lange Offroad-Etappe hat immer noch genau diesen Charakter, den man sucht. Rau, ehrlich, landschaftlich, großartig. Der Untergrund besteht überwiegend aus festem Split und ist bei trockenen Bedingungen gut kontrollierbar. Selbst Fahrer mit Straßenmaschinen können diese Passage mit etwas Erfahrung und der nötigen Gelassenheit durchaus meistern. Nach Regen sieht die Sache allerdings anders aus. Dann können sich größere Wasserlachen bilden und genau dort ist Vorsicht angesagt. Also nicht blind reinhalten, sondern lesen, fahren und genießen. Denn genau darum geht es auf dieser Strecke, genießen. Auf der Panoramica delle Vette ist der Name wirklich Programm. Panorama gibt es hier nicht nur an einem Aussichtspunkt, sondern praktisch hinter jeder Kurve. Die Straße klettert stellenweise fast bis an die 2000 Meter Marke heran und ist je höher man kommt, desto weiter öffnet sich der Blick auf die Karnischen Alpen. Das ist keine Strecke, die man einfach nur abhakt. Das ist eine Strecke, die man fährt, anhält, schaut und spürt. Heute wird also nicht nur gefahren, heute wird erlebt. Am besten macht man das ganz früh morgens, bevor auch viele andere Motorradfahrer die Strecke für sich entdecken und genießen. Denn die Panoramica ist überregional sehr beliebt und nicht nur bei Motorradfahrern. Während bis vor einigen Jahren fast die gesamte Strecke noch geschottert war, hat sich das Bild inzwischen deutlich verändert. Beide Rampen hinauf zur Panoramica delle Vette sind mittlerweile durchgängig asphaltiert und genau deshalb trauen sich leider auch immer mehr Autos hier hoch. Der ursprüngliche Charakter ist dadurch ein Stück weit weniger geworden, aber ganz verloren ist er nicht, denn die eigentliche Höhenstraße oben am Kamm ist nach wie vor unbefestigt. Eine echte Herausforderung stellt sie, wie ihr gesehen habt, aber nicht dar. Bei trockenen Bedingungen ist sie gut kontrollierbar und entspannt zu fahren. Nur nach Regen kann der Untergrund stellenweise mit Straßenreifen etwas glitschig werden. Die Panoramica ist normalerweise etwa von Ende Mai bis Oktober befahrbar. Außerhalb dieser Zeit muss man hier oben in der Regel mit einer Wintersperre rechnen. Gerade weil die Strecke ziemlich hoch ist, ist sie meist nur in schneearmen Monaten komplett passierbar. Und selbst im Sommer sollte man das Wetter nicht unterschätzen. Dichter Nebel, plötzlicher Regen oder ein schneller Temperatursturz können in den Bergen jederzeit vorkommen. Die beste Jahreszeit ist deshalb meistens der Hochsommer. Dann sind die Chancen auf klare Sicht am größten und die Temperaturen sind in der Regel angenehm zum Fahren.
Ursprünglich wurde die Kammstraße als Militärstraße zur Grenzsicherung in der Zeit rund um den Ersten Weltkrieg gebaut. Bekannt wurde die Strecke außerdem immer wieder durch sportliche Veranstaltungen. Besonders der Giro d'Italia nutzte die Panoramica delle Vette zeitweise als spektakulären Abschnitt. Ganz umstritten war das allerdings nicht, denn die Strecke galt wegen ihres Untergrunds und ihrer Lage als anspruchsvoll und wurde deshalb teilweise auch wieder aus dem Programm genommen. Viele Aussichtspunkte laden ein, öfters mal das Motorrad abzustellen und die Aussicht zu genießen. Mit Blick auf die benachbarten Berge ist man in einer anderen Welt, bevor es dann wieder auf Serpentinen hinunter ins Tal nach Ravascletto geht. Während ich die Serpentinenstraße hinunter in Richtung Ravascletto fahre, noch ein paar kurze Schlussbemerkungen zur Panoramica delle Vette. Entlang der eigentlichen Strecke gibt es keine Einkehrmöglichkeiten und auch keine Tankstellen. Man sollte also vorher prüfen, ob genug Sprit im Tank ist und ob man etwas zum Trinken dabei hat. Gerade im Sommer ist das keine schlechte Idee. Die Befahrung der Panoramica ist aktuell kostenlos. Es fallen also keine Maut- oder Passgebühren an. Trotzdem kann es in Einzelfällen zu Einschränkungen kommen, zum Beispiel bei besonderen Veranstaltungen, Bauarbeiten oder wetterbedingten Sperrungen. Deshalb lohnt es sich, vor der Tour noch einmal kurz zu prüfen, ob die Strecke tatsächlich offen ist. In Ravascletto angekommen, nehme ich Kurs nach Norden, Richtung Forni a Voltri. Die Berge stehen jetzt wieder groß vor mir und die nächste Etappe fühlt sich schon nach einem kleinen Abstecher ins Verborgene an. Einen kurzen Tankstopp nutze ich nicht nur für die Maschine, sondern auch für mich. Einmal durchschnaufen, einen Blick auf die Karte werfen und sicherstellen, dass ich den Einstieg ins Val di Bos nicht verpasse. Dieses kleine Seitental zieht sich rund 17 Kilometer hinauf zum Rifugio Tollazzi. Die Strecke ist durchgängig asphaltiert, angenehm zu fahren und führt immer tiefer hinein in diese raue alpine Landschaft. Genau solche Täler liebe ich. Nicht laut, nicht überlaufen, aber voller Charakter. Oben wartet dann ein echtes Highlight, das Rifugio Tollazzi. Dort werde ich Martina und ihrer ausgezeichneten Küche einen Besuch abstatten und mir eine wohlverdiente Mittagspause gönnen. Denn gute Touren bestehen nicht nur aus Kurven, Schotter und Höhenmeter, manchmal gehört auch ein richtig gutes Essen dazu. Und danach wird es spannend. Sollte der Weg zur Malga Moraretto offen sein, dann wartet auf mich noch eine deutlich anspruchsvollere Schotterstrecke hinauf zur Alm. Kein gemütliches Rollen mehr, sondern ein Abschnitt, der Konzentration, Gefühl am Gas und eine saubere Linie verlangt. Aber erst stärken, dann schauen, was der Berg heute zulässt. Die Tollazzi-Hütte liegt an einem ganz besonderen Platz, direkt am Fuße des höchsten Gipfels der Karnischen Alpen und von Friaul-Julisch-Venetien, dem mächtigen Monte Colljans. Wer hier oben ankommt, merkt sofort, das ist nicht nur ein Ziel für Motorradfahrer. Von der Hütte aus starten wunderschöne Wanderungen hinein in eine beeindruckende Bergwelt. Und wer die Gegend wirklich zu Fuß erkunden möchte, für den lohnt sich auch eine Übernachtung hier oben. Allerdings sollte man dafür ein bisschen Kondition mitbringen.
Spätestens wenn man zum Beispiel in den 3 Hütten Skytrail einsteigt, wird aus einem gemütlichen Spaziergang schnell eine echte alpine Unternehmung. Ich dagegen entscheide mich heute für die entspanntere Variante. Ich mache es mir auf der Panoramaterrasse gemütlich, lasse den Blick über die Berge schweifen und genieße mein Mittagessen. Genau diese Momente sind es, die eine Tour besonders machen. Ankommen, Helm ab, durchatmen und einfach mal nichts müssen. Währenddessen fragt Martina für mich beim Almhüttenwirt nach, ob ich mit dem Motorrad zur Malga Morareto hochfahren dürfte. Normalerweise ist diese Strecke nämlich gesperrt. Und tatsächlich, ich habe Glück, die Erlaubnis ist da, der Weg ist frei. Und ob ich die schwierige Passage am Ende auch wirklich schaffe, steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt. Martina beruhigt mich allerdings ein wenig. Die Straße hinauf zur Alm wurde erneuert und ist inzwischen sogar zum großen Teil betoniert. Ganz so wild, wie es einmal war, scheint es also nicht mehr zu werden. Trotzdem bleibt diese Auffahrt etwas Besonderes. Einfach hochfahren darf man hier nämlich nicht. Die Strecke ist offiziell nur ein Wanderweg und eine Versorgungsstraße für die Alm. Wer mit dem Motorrad hinauf möchte, braucht deshalb vorher die persönliche Freigabe durch den Almwirt. Rund 5 Kilometern und etwa 800 Höhenmetern bin ich endlich oben angekommen. Jetzt heißt es erst einmal Aussicht genießen, kurz durchatmen und bei einem Espresso den Moment wirken lassen. Lange bleibe ich allerdings nicht, denn für heute stehen noch ein paar richtig schöne Etappenziele auf dem Programm. Also Helm wieder auf, Motor starten und weiter geht's. Jetzt geht es für mich wieder knapp 30 Kilometer aus dem Tal Val di Bos zurück bis zur SR 355 in Richtung Zappada. Früher war das hier noch ein echtes Schotterabenteuer. Heute ist vieles entschärft und betoniert. Aber unterschätzen sollte man diese Strecke trotzdem nicht. Die wenigen Schotterpassagen sind dabei fast das kleinste Thema. Viel mehr Aufmerksamkeit verlangen die steilen Rampen, das starke Gefälle und die Kühe, die hier völlig gelassen ihren eigenen Verkehrsregeln folgen. Und dann sind da noch diese Entwässerungsrinnen. Gerade wenn der Blick talwärts in die Ferne zieht und die Aussicht immer schöner wird, lauern sie quer über der Fahrbahn. Teilweise sind sie breiter als mein Vorderradreifen und wenn man da unkonzentriert hineinrutscht, hat man ganz schnell ein echtes Problem. Ich genieße das verkehrsarme Val di Bos in vollen Zügen. Kaum Verkehr, eine ruhige Straße und immer wieder diese großartigen Ausblicke auf die Karnischen Alpen. Genau solche Momente machen eine Motorradtour besonders.
Aber am Himmel verändert sich langsam die Stimmung. Martina scheint mit ihrer Gewitterprognose für heute Abend tatsächlich recht zu behalten. Die ersten Wolken ziehen auf und man spürt schon ein bisschen, dass sich das Wetter drehen könnte. Auf der Strada Provinciale 22 geht es dann ab in das Sesistal, entlang der Piave hinauf zu einem besonderen Ort, den Sorgenti del Piave, der Quelle dieses geschichtsträchtigen Flusses. Nach einer kurzen Rast am Rifugio wartet noch einmal ein richtig schönes Motorradrevier auf mich. Über mehrere Bergsättel schwinge ich mich weiter in Richtung meines heutigen Tagesziels, dem Lago di Santa Caterina. Der Fluss Piave entspringt im Sesistal, das von Cima Sabada mit dem Auto, Motorrad oder zu Fuß gut erreichbar ist. Das Tal liegt am Fuße des Berges Peralba, ganz in der Nähe der österreichischen Grenze. Viele Befestigungswerke aus dem Ersten Weltkrieg sind deswegen hier auch zu sehen. Die Piave ist übrigens ein 220 Kilometer langer Fluss, der hier am Karnischen Alpenkamm entspringt und bis Jesolo in die Adria mündet. Eine schmale, pittoreske Anliegerstraße erschließt die ersten Kilometer des Oberlaufs und führt bis zur Quelle, an der sich auch ein Rifugio befindet. Die Fahrt bis zur Quelle ist für Motorradfahrer nicht anspruchsvoll. Serpentinen, Steilstufen und ein gepflegter Weg sorgen für Fahrspaß und Abwechslung. Das schmale Tal weitet sich hierbei im Verlauf auf und wechselt seinen wildromantischen Charakter. Häufig ist der markante Gipfel des Monte Chiadenis mit seinen 2459 Meter Höhe im Blickfeld. Immer wieder findet man entlang der Strecke wunderschöne Rastplätze. An der Parkplatzsituation merkt man allerdings schnell, gerade am Wochenende ist dieses Tal sehr beliebt und entsprechend stark besucht. Oberhalb der Baumgrenze wird es dann schon fast kitschig schön. Der Anstieg eröffnet nach Süden hin ein beeindruckendes Panorama auf die Karnischen Dolomiten. Ein Ausblick, bei dem man automatisch kurz vom Gas geht. Insgesamt liegt diese Gegend noch ein wenig im Windschatten der teilweise überlaufenen echten Dolomiten. Genau deshalb darf man hier tatsächlich noch von einem Geheimtipp sprechen. Die rund 10 Kilometer lange Sackgasse sollte man auf einer Motorradtour unbedingt mitnehmen. Am besten allerdings nicht gerade am Wochenende, wenn du die Strecke etwas entspannter genießen möchtest. Übrigens, ohne die Piave würde es Venedig in dieser Form wohl auch nicht geben. Und genau hier, in der Nähe der Schutzhütte, entspringt dieser geschichtsträchtige Fluss. Das frische, klare Wasser sammelt sich in einem kleinen Brunnen, eingefasst von Steinen und Felsen. Ein unscheinbarer Ort vielleicht, aber mit großer Bedeutung.
Ich nehme mir kurz Zeit für ein paar Fotos, lasse den Moment wirken und dann geht es auch schon wieder zurück. Gerade an diesem Wochenende merkt man deutlich, wie viele Touristen Lust auf einen Ausflug hierher haben. Kein Wunder, es ist einfach zu schön. Über mehrere Bergsättel und Serpentinen führt mich meine Routenplanung weiter in Richtung meines heutigen Tagesziels, dem Lago di Santa Catarina. Die Strecke bleibt abwechslungsreich und landschaftlich beeindruckend. Unterwegs passiere ich dabei mehrere Baustellen. Hier werden immer noch die Spuren der letzten Unwetter beseitigt. Gerade weil viele Seitentäler im Friaul noch so ursprünglich und wild geblieben sind, zeigt die Natur hier auch ihre raue Seite. Bei starkem Regen wird Kalkstein aus den steilen Felswänden gespült und manchmal rollen sogar größere Felsbrocken bis hinunter ins Tal. Ein Blick in den Himmel bestätigt schließlich Martinas Wetterprognose. Da braut sich tatsächlich etwas zusammen. Die Wolken werden dichter, die Stimmung wird schwerer und ein Gewitter scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Aber die Route passt. Ich werde rechtzeitig an meiner Unterkunft ankommen, direkt am Lago di Santa Catarina. Ein besserer Platz, um den Tag ausklingen zu lassen, ist kaum vorstellbar. Bevor es jetzt aber ins Hotel und zum wohlverdienten Stiefelbier geht, lohnt sich noch ein kurzer Blick auf den Lago di Santa Catarina oder, wie er nach dem größten Ort an seinem Ufer auch genannt wird, Lago di Aronzo. Der künstlich angelegte See liegt auf etwa 850 Metern Höhe, ist rund 2,3 Kilometer lang und etwa 400 Meter breit. Umgeben von der beeindruckenden Kulisse der Sextener Dolomiten wirkt er fast wie eine Filmkulisse. Besonders spektakulär ist der Blick von der östlichen Staumauer. Dort öffnet sich der See mit seinem beinahe unwirklich grün schimmernden Wasser in Richtung Dolomiten. Selbst wenn das Wetter nicht mitspielt und dunkle Wolken über den Bergen hängen, verliert dieses Wasser nichts von seiner Leuchtkraft. Ein starker Ort und ein richtig schöner Schlusspunkt für diese Etappe. Ich fahre nun weiter in Richtung Hotel und ahne zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass dieser Tag noch eine ganz besondere Wendung nehmen wird. Denn am Abend werde ich tatsächlich noch einen Feueralarm auslösen müssen, ausgelöst durch einen Blitzschlag, aber dazu später mehr.
Das Hotel liegt direkt an der Seepromenade und etwas außerhalb des Ortes. Deshalb habe ich mich diesmal für Halbpension entschieden. Nach so einem Fahrtag ist es einfach entspannter, wenn man abends nicht groß suchen muss. Einen überdachten Parkplatz gibt es leider nicht, aber was soll's. Mein Motorrad wird das kommende Gewitter auch im Freien überstehen. Zur Sicherheit aktiviere ich noch die Diebstahlwarnanlage, checke kurz ein, schleppe die Gepäcktaschen aufs Zimmer und dann ist endlich Zeit für das wohlverdiente Stiefelbier auf der Seeterrasse. Noch scheint bei mir die Sonne, aber aus den Bergen ist bereits ein Grollen und Donnern zu hören und dann geht es auch ganz schnell. Der Blitz ist oben am Berg eingeschlagen und hat den Hang praktisch sofort in Brand gesetzt. Ein kurzer Moment und plötzlich steigt Rauch aus der Bergflanke auf. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich der Erste war, der bei der Feuerwehr angerufen hat, aber Respekt vor den Einsatzkräften. Sie reagieren beeindruckend schnell. Keine 10 Minuten später ist der Katastrophenschutz bereits mit einem Löschhubschrauber unterwegs. Da sitzt man eben noch mit dem Stiefelbier auf der Seeterrasse, hört das Gewitter grollen und plötzlich wird aus der entspannten Abendstimmung ein echter Einsatz am Berg. Das Feuer wurde dann nach etwa 60 Minuten endgültig gelöscht und die ortsansässige Feuerwehr hat sich mit einer SMS für meine Meldung bedankt. Ja, wer reist, der kann auch etwas erleben. Und was ich noch in der Nacht mit meinem Motorrad erlebt habe, erzähle ich vielleicht in einem anderen Video. Danke, dass du mich begleitet hast. Bleib neugierig, fahr vorsichtig und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, viele Grüße, dein Jürgen.